Willkommen aus dem Cockpit des Porsche Taycan am Super Bowl Wochenende. In Miami treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Bei Next Move gibt es heute aus gegebenen Anlass den E-Mobility Super Bowl zwischen dem Porsche Taycan Turbo und dem Tesla Model 3 auf einer deutschen Autobahn. Porsche gibt in der Halbzeitpause des Super Bowl den Startschuss für Porsches Einstieg ins Elektrozeitalter. 800 Millionen Menschen schauen zu. Der Werbespot kostet pro Sekunde so viel wie ein Porsche Taycan Turbo und er geht 1 Minute, in Summe also 10 Millionen Euro. Die Environmental Protection Agency, kurz EPA, hat dem Porsche Taycan Turbo im Dezember 2019 nur eine Reichweite von 201 Meilen, also 323 Kilometer attestiert. Das Presseecho war entsprechend vernichtend. Der Spiegel stellt die Frage, ist der Porsche Taycan das schlechteste Elektroauto der Welt? Und die Welt schrieb, nur 323 Kilometer, Porsche Taycan verliert Reichweitenrennen gegen Tesla. Die Presse schreibt, Next Move testet. Wir wollen es in diesem E-Mobility Super Bowl wissen. Porsche gegen Tesla, Deutschland gegen die USA im Kopf-an-Kopf-Vergleich. So viel vorweg, mich hat das Resultat extrem überrascht. Let's go. Herzlich willkommen zum Porsche Taycan Reichweitentest. Der Porsche Taycan ist keine Reiselimousine, sondern ist aus unserer Sicht ein Sportwagen. Wir sind hier am Porsche-Werk. Ich bin eben über die Rennstrecke mit dem Auto und es ist unfassbar, was dieses Auto im Leisten zustande ist. Aber beim Elektroauto sprechen alle über Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das heißt, wir wollen natürlich Reichweite auch mit diesem Auto testen. WLTP-Angabe lautet 381 bis 450 Kilometer, aber im EPA-Ranking ist er mehr oder weniger durchgefallen. Nur 323 Kilometer bescheinigen die Amis diesem Auto und damit hat ihn natürlich die Presse auch als schlechtes Elektroauto abgeschossen. Wir sagen, der Taycan hat andere Qualitäten, aber natürlich wollen wir wissen, wie weit er auf der Autobahn fährt und das wollen wir heute ausprobieren. Wir haben uns überlegt, was ist die optimale Geschwindigkeit, um die Qualitäten des Taycan auf der Autobahn aufzuzeigen. Gerade ging es durch die Medien, Holland ist allen vorangegangen, hat ein Tempolimit beschlossen, 100 km/h. 100 km/h ist unsere Geschwindigkeit, die wir heute mit dem Taycan testen werden. Alter, das ist ein Porsche. Nein, Wie, geht nicht? Geht nicht. Überzeugt, wir fahren 150, auf geht's. Aber ich habe auch hier meinen Drehknopf. Wenn ich den drehe, kann ich also ganz links unten den Range Mode einstellen. Da fährt aber nur 110. Bei Sport ist natürlich Fahrdynamik aktiviert. Wir wollen heute Reichweite haben, insofern gehe ich auf Normal. Das Fahrwerk allerdings lasse ich auch auf Normal, aber das Fahrwerksniveau gehe ich auf Tief, um auf der Autobahn natürlich optimale Reichweite zu erreichen. Außerdem habe ich mir das Porsche InnoDrive deaktiviert, weil er da sehr dynamisch auf Geschwindigkeitsänderungen reagiert. Wir haben es eben auf der Landstraße getestet. Er geht aus dem Ort raus selber hoch auf Tempo 100 und am Schild Tempo 70. Nicht erst irgendwann 200 Meter später, wenn der Blitzer schon da steht, sondern am Schild 70 hat er im Porsche InnoDrive auch Tempo 70. Sehr geiles Feature. Außerdem haben wir hier rechts im Display unsere Trips, die wir natürlich alle zurücksetzen, um dann entsprechend auch Werte zu haben. Er lädt jetzt hier noch ein bisschen. Wir sind bei 84% und dann geht's gleich los. So, ich habe mir hier den Porsche Autopiloten, wie auch immer das Produkt heißen mag, reingehauen. Wir fahren also Tacho 150. Die GPS-Abweichung liegt in diesem Bereich ungefähr bei 3 km/h, also sehr wenig. Und wir sind unterwegs auf unserer Hausstrecke rund um Leipzig. Ganz wenig Höhenprofil, GPS-Tracker läuft mit. Zumindest auf der ersten Runde, dass wir euch zeigen können, sind hier Baustellen auf der Runde, konnten wir durchgehend 150 fahren. Die Runde ist ungefähr 90 Kilometer lang und mal sehen, wie viele Runden wir schaffen. Und ist das Auto krass flüsterleise. Also hier hört man jede Stecknadel fallen. Ich glaube noch leiser als der Audi e-tron. So, ihr seht da vorne der kleine weiße Punkt, der gerade die Spur wechselt. Das ist das Tesla Model 3. Ich bin also hier nicht alleine unterwegs. Reichweitentest Porsche Taycan gegen Tesla Model 3, macht das Sinn? Macht natürlich keinen Sinn, denn der Taycan ist natürlich als Elektroauto an sich nicht vergleichbar.
Warum fährt das Auto trotzdem mit? Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Der erste Grund ist, wir haben nichts anderes. Wir vermieten natürlich auch Autos und aktuell haben wir eine hohe Auslastung in der Flotte. Ein Model S mit einem 100er Akku oder gar ein Raven Performance war nicht verfügbar. Und wir sehen hier links Windräder. Wir haben 6,5 Grad jetzt. Wir haben Winterreifen drauf. Es kommt heute irgendein Ergebnis raus. Und die Frage ist, was ist dieses Reichweitenergebnis denn am Ende des Tages wert, wenn der Taycan da alleine irgendeine Zahl dann daneben steht und einfach nur um einen Referenzpunkt zu haben und um dieses Ergebnis einzuordnen. Nur aus diesem Grund haben wir das Tesla Model 3 heute mitrollen lassen. Wir haben ein Long Range, also große Batterie mit einem Heckantrieb. Das Auto hat einen WLTP von 600 Kilometern. Der Taycan hat einen WLTP von irgendwo im Bereich 400 bis 450 Kilometer. Und noch dazu ist es das Fahrwerk, das Auto mit dem KW-Fahrwerk, ist also noch mal tiefer gelegt, 4 cm. Unsere Tests haben ergeben, dass es bei solchen Geschwindigkeiten einen sehr hohen Effizienzvorteil hat und bis zu 10% mehr Reichweite hat oder sparsamer ist als ein Tesla Model 3 mit einem Allradantrieb. Und insofern ist es schon eine harte Nummer. Und wird vermutlich auch am Ende ein paar Kilometer mehr übrig haben. Aber wie groß ist die Differenz? Sind es dieses 1/3, also das hat ja mindestens 1/3 mehr WLTP-Reichweite, bleibt dieses 1/3 am Ende übrig oder kann der Taycan seine Performance bei hohen Geschwindigkeiten ausrollen und diesen Abstand verringern? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen. Weswegen ich mich hier nicht alleine auf den Weg machen wollte. Ebenfalls an dieser Stelle noch ein Hinweis zu diesen schönen Bildern, die wir euch zwischendurch einblenden. Diese Aufnahmen sind außerhalb des Testzyklus entstanden. Ihr seht da also Szenen mit sehr hoher Fahrdynamik oder auch wo die GoPro draußen am Fahrzeug ist. Die hat natürlich auch einen deutlichen Luftwiderstand. Das hört man auch, wenn man im Auto sitzt, wenn die hier auf dem Glasdach sitzt. Das sind also Aufnahmen, die wir vorher und hinterher gemacht haben, die also nicht während des Tests entstanden sind. Aber natürlich wollen wir den Taycan auch ordentlich in Szene setzen und glauben, dass es was fürs Auge ist, das Auto auch mal auf der Autobahn von außen zu zeigen. Wir sind jetzt knapp 1,5 Stunden unterwegs, haben 2 Runden geschafft und ich glaube, eine geht noch. 185 Kilometer jetzt gefahren. Durchschnitt, ich sag mal einen Wert, 29 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem Reiseschnitt von 131 km/h. Es sind die ein oder anderen Baustellen dabei. Höhen- und Geschwindigkeitsprofile blenden wir euch am Ende ein. Ich versuche für jede Runde einen Wert zu kriegen. Wir sind auf der 3. Runde. Ich bin gespannt, ob wir unsere 150 durchziehen können. Nochmal zur Erinnerung, wir sind hier im Taycan mit 97% gestartet. Da fehlen also 3%. Das sind grob über den Daumen 9 Kilometer, die ich mir am Ende noch gut schreiben kann. So, bei mir sind es noch 9%. Mal hören, wie viel es da hinten ist. Christian, hörst du mich? Wie viel Prozent hast du noch? 9%, 40 Kilometer. Ich auch. Sehr geil. Hammer. Beide Autos auf 9%. Das Model 3 hatte ein kleines bisschen Rückstand. Es hatte ungefähr 3% weniger. Frage ich nachher nochmal nach, haben wir dokumentiert. Aber wow. Mal sehen, wie viel hier noch drin ist. Also die Runde schaffen wir. Mal sehen, ob es noch weitergeht. Echt spannend, diese Next Move Tests. So, nicht, dass ihr denkt, wir schleichen hier die letzten Kilometer dahin. 108 km/h. Hier ist Landstraße. Hier, schneller geht gar nicht. Hier steht der Blitzer. Ja, wer schneller fährt, der wird erwischt. Und süßes kleines Dreibein. 2 Stunden 8 Minuten gefahren.
knapp 280 Kilometer, aber der Akku ist ja noch nicht leer. Verbrauch knapp unter 29, 28,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Im Display habe ich eine ganz dezente graue Leistungsbegrenzung. Ich bin jetzt hier bei 6% und ungefähr 50% Power liegen hier noch an. Das reicht bestimmt noch für VMAX, aber wir wollen es ja jetzt hier ruhig ausklingen lassen und mal gucken, wie weit wir hier noch rollen. Wir haben noch 5 Kilometer Rest im Akku, 301 Kilometer gefahren, 9 gemerkte von den 97%, weil er nicht ganz vollgeladen war. Das heißt 315 Kilometer gefahren. Mal schauen, was das Model 3 sagt. So, wir sind zurück im Studio. Noch ein paar wichtige Informationen zur Fahrweise. Wir blenden euch das Geschwindigkeitsprofil aller 3 Autobahnrunden mal ein. Die Werte wurden jeweils fliegend ermittelt, also schon beim Autobahnauffahren oder Abfahren. Der Weg zum Start- und Zielpunkt war jeweils sehr kurz, den haben wir also nicht erfasst. Und auch am Ende die letzten Kilometer auf der Landstraße bzw. Schnellstraße zum Leerfahren des Akkus sind in dieser Grafik nicht dargestellt. Wir haben jeweils familientauglich beschleunigt, das heißt, dass es Mitfahrern oder auch mitfahrenden Kindern im Auto nicht schlecht geworden wäre. Zur Reichweite des Model 3. Wir mussten für den Taycan den Startpunkt nochmal kurzfristig verlegen. Das Model 3 war da schon voll geladen und ist nochmal 23 Kilometer Autobahn ungefähr gefahren. Die haben wir natürlich mit in den Test genommen. Es war ebenfalls Autobahnkilometer. Am Ende standen noch 9 Kilometer auf dem Akku. Das heißt, für das Model 3 wären das 332 Kilometer gewesen. Schauen wir auf die im Test erreichten Reichweiten im Vergleich zu den jeweiligen Herstellerangaben nach WLTP bzw. EPA. Tesla Model 3 332 Kilometer theoretisch gefahren, zu 523 Kilometer EPA, zu 600 Kilometer WLTP und Porsche Taycan Turbo 314 Kilometer theoretisch gefahren, zu 323 Kilometer EPA, zu 381 bis 450 Kilometer WLTP. Ja, so ist die Porsche-Angabe, da gibt es keine weiteren Spezifikationen, da ist ein sozusagen Reichweitenkorridor angegeben. So, wie sieht unser Fazit aus? Was sind denn diese 314 Taycan-Kilometer denn nun wert? Ich hoffe, die Porsche-Fans sind noch dabei, denn 314 Kilometer klingt ja zunächst nach einem schlechten Abschneiden, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Tja, wie kommen wir zu so einer Aussage? Wir sind 150 km/h gefahren, sofern es denn verkehrsbedingt möglich war. Und die Grafiken zeigen, dass es über weite Strecken tatsächlich möglich war. Im Schnitt sind wir noch über 130 km pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit gelandet, also deutlich schneller als der EPA-Test in den USA. Denn dort wird maximal 96 km pro Stunde gefahren und im Schnitt sogar nur 51 km pro Stunde. Noch dazu hatten wir durchaus winterliche Temperaturen, um die 7 Grad und auch Winterreifen auf dem Fahrzeug montiert. Und trotz dieser Eckdaten haben wir den EPA-Wert fast geknackt. Porsche hatte in Presseberichten auf den EPA-Wert reagiert. Der Taycan sei bewusst auf hohe Effizienz bei Porsche-typisch sportlicher Fahrweise ausgelegt. Und es sieht tatsächlich so aus, als hätte Porsche mit dieser Aussage recht. Denn der Taycan ist auch bei schneller Fahrt deutlich näher an den Zykluswerten als das Tesla Model 3. Und der zweite Grund, unser sogenanntes Referenzfahrzeug war nicht irgendein Tesla Model 3, sondern ein Heckantriebmodell mit großer Batterie, also eines der reichweitenstärksten Serienfahrzeuge, fast gleich auf mit dem Top Model S Raven, das 610 Kilometer Reichweite bietet. Noch dazu war dieses Referenzfahrzeug 4 cm tiefer gelegt mit einem KW-Gewindefahrwerk, was sich auf die Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten auswirkt. Wir haben das schon ausführlich getestet. Unsere Tests ergaben 7% höhere Effizienz bei Tempo 100 gegenüber Normalhöhe und sogar 11% sparsamer als ein Serien-Allrad Tesla Model 3. Wer es sich anschauen möchte, für den verlinken wir das Video hier auch nochmal. Und dieses Wunderauto ist im Test gerade mal 6% weiter gefahren als der Porsche Taycan Turbo. Ein Allrad Model 3 hätte vermutlich sogar weniger geschafft als der Taycan. Deswegen hat er uns extrem überrascht und sich wirklich gut geschlagen. Noch ein paar weitere Anmerkungen zur Einordnung. Der Porsche Taycan war natürlich neu und das Model 3 im Test hat schon 2 Jahre und 40.000 Kilometer auf dem Tacho. Das heißt vermutlich 5% weniger Reichweite als ein Neuwagen. Das Model 3 hat noch dazu eine ausgeprägte Winterschwäche. Die Entnahme bei dem Model 3 im Test lag auf eine Leerfahrt sozusagen nur bei 68 Kilowattstunden. Und nicht, wie manch einer denken könnte, vielleicht bei 75 Kilowattstunden. Das deckt sich aber mit einem früheren Test bei ähnlichen Bedingungen. Auch dazu verlinken wir gerne nochmal das Video.
Im Winter bekommt man einfach weniger Entnahme aus den Akkus, besonders bei Teslas. Beide Autos standen in der Nacht vor dem Test im Freien und wurden dann zur Autobahn gefahren und für den Test nachgeladen. Wer es ganz genau wissen will, wir haben euch unser komplettes Bewegungsprofil des Porsche Taycan im Sekundentakt unten nochmal in der Box mit verlinkt. Alles in allem hat natürlich der Porsche Taycan ein kleines Handicap mit seiner Markteinführung im Winter. So ein VW ID.3, der da im Sommer auf den Markt kommt, wird es vermutlich deutlich leichter haben, mit tollen Reichweiten zu glänzen. Auch die Taycans werden im Sommer locker 25% weiterfahren. 400 Kilometer auf der Autobahn scheinen uns dann absolut möglich und damit scheint sich der Taycan sogar auf der Autobahn im Reichweitenbereich des WLTP-Zyklus mit bis zu 450 Kilometer zu bewegen. Es kommt ja auch noch der Taycan 4S, der etwas leichter motorisiert ist und noch ein Stück weiter fährt als der Turbo. Und die Elektroautofahrer wissen, auf der Langstrecke ist Reichweite nicht alles. Da zählt auch die Ladegeschwindigkeit und da ist der Taycan mit 270 kW derzeit das schnellste Elektroauto an der Ladesäule. Auch dazu gibt es ein Video in Kürze hier auf dem Kanal, also gerne abonnieren. Noch an die Porsche-Fahrer unter euch, ihr werdet vermutlich bei eurer ersten Testfahrt im Winter keine 300 Kilometer Reichweite erzielen, denn dafür macht das Auto einfach zu viel Spaß und das zerrt natürlich auch ein kleines bisschen an der Reichweite. Es braucht sozusagen übermännliche Willensstärke oder Vernunft, um einen Porsche Taycan mit konstanter Geschwindigkeit auf der Autobahn dahin gleiten zu lassen. Aber wenn ihr diese neue Porsche-Dimension erleben und beim Thema Taycan mitreden wollt, solltet ihr unbedingt mal eine Probefahrt machen oder einfach mal einen Taycan mieten. Ich kann euch versichern, es lohnt sich. Ich hatte ja bereits im Dezember die Gelegenheit, den Taycan auf dem Porsche Experience Center am Hockenheimring zu fahren. Auf der nagelneuen Teststrecke konnte ich den Taycan durch angeschrägte Kurven fahren und über verschiedene Höhenprofile. Dort konnte ich mich zum ersten Mal von der echt einzigartigen Straßenlage dieses Autos überzeugen. Wir verlinken euch das Video nochmal. Natürlich gibt es auch ein paar Kickdowns mit Launch Control. Und auch auf der Porsche-Rennstrecke am Experience Center in Leipzig sind solche Erlebnisse mit dem Porsche Taycan demnächst möglich. Ihr seht, wir hatten jede Menge Spaß mit dem Porsche Taycan. An dieser Stelle auch vielen Dank an das Porsche Zentrum in Leipzig. So, da steht das Schmuckstück. Ich bin hier an der Porsche-Niederlassung Leipzig. Dort gehört das gute Stück hin, den muss ich leider wieder abgeben. Es war noch nicht unserer, aber unserer sieht genauso aus und er wird hoffentlich bald kommen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was euch noch an Testdisziplinen interessiert in Bezug auf den Porsche Taycan. Wir könnten uns ja mal vorstellen, das Fahrzeug im Reichweitentest sowohl eine Akkuladung als auch einmal quer durch Deutschland antreten zu lassen gegen ein ähnliches Fahrzeug, möchte ich mal sagen, aus dem Hause Tesla, zum Beispiel ein Model S Raven Performance. Also wenn es da Bewerbungen gibt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und dann gucken wir, ob wir da zusammenkommen. Oder wenn ihr sonst Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare.